Schwanger? Und jetzt? Wie und wann sagen Sie es in der Arbeit? Ab wann besteht ein Kündigungs- und Entlassungsschutz? Sobald Sie von Ihrer Schwangerschaft erfahren, melden Sie dies Ihrem Arbeitgeber. Nur so kann er die Schutzbestimmungen einhalten. Es gibt ganz unterschiedliche Schutzbestimmungen, wie beispielsweise nicht zu lange stehen, nicht zu schwer heben oder ein Überstundenverbot. Die erste Phase, die wir uns anschauen, ist von Meldung der Schwangerschaft bis zum Beginn des Beschäftigungsverbots. Das Beschäftigungsverbot wird auch als Mutterschutz bezeichnet. In der Regel beginnt das Beschäftigungsverbot 8 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin. Sollten Sie aus medizinischen Gründen früher freigestellt werden, kann es auch bereits vorher beginnen. Ab Meldung der Schwangerschaft besteht ein Kündigungs- und Entlassungsschutz. Auch besteht ein Verbot von Überstunden. Was bedeutet das jetzt für Sie in der Praxis? Überstundenverbot bedeutet, Sie dürfen täglich maximal 9 Stunden und wöchentlich maximal 40 Stunden arbeiten. Würden Sie beispielsweise lediglich Teilzeit beschäftigt sein, beispielsweise nur 25 Stunden in der Woche arbeiten, wäre es dennoch erlaubt, mehr Stunden bis zur 40. Wochenstunde zu erbringen. Bis zum Beginn des Beschäftigungsverbotes haben Sie ganz normal Anspruch auf Ihr monatliches Entgelt, sprich auf Ihren normalen Lohn oder auf Ihr normales Gehalt. Wichtig zu wissen ist auch, in diesem Kalenderjahr, wo Sie in das Beschäftigungsverbot und vielleicht in weiterer Folge in Karenz gehen, haben Sie ebenso Anspruch auf Sonderzahlungen. Mit Sonderzahlungen ist gemeint, Sie haben ebenso Anspruch auf Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld. Wenn Ihr Beschäftigungsverbot am 15.03. beginnt, haben Sie Anspruch auf Sonderzahlungen in diesem Kalenderjahr von 1.01. bis inklusive 14.03. In der Praxis sind meist die Sonderzahlungen, weder Urlaubsgeld noch Weihnachtsgeld, im März fällig. Es kommt dennoch manchmal vor, dass Ihr Arbeitgeber Ihnen Ihre Sonderzahlungen anteilig auf der Märzabrechnung abrechnen wird. Sonst ändert sich für Sie nichts. Bis zum Beginn des Beschäftigungsverbotes müssen Sie ganz normal weiterarbeiten. Ab dann ist es verboten zu arbeiten. Das war's zum Thema Meldung der Schwangerschaft. Nähere Informationen finden Sie in unseren Broschüren oder auch in den Links im Text. In der nächsten Episode informieren wir Sie zu den Themen Wochengeld und Beschäftigungsverbot.